Das Heil des Volkes bin ich, so spricht der Herr. In jeder Not, aus der sie zu mir rufen, will ich sie erhören. Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich feiere diese heilige Messe für euch alle, besonders um eure Anliegen. Wir beten, dass Gott uns alle in seinen Händen beschützt. Wir beten auch für alle, die von dem Coronavirus betroffen sind und auch für alle, die sich um die Patienten kümmern, die Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Pflegehelfer und alle Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Damit wir diese heiligen Eucharistie in rechter Weise feiern können, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, du bist unsere Zuflucht in der Bedrängnis und unser Trost im Leid. Hab Erbarmen mit deinem Volk. Du hast uns mit verdienter Strafe heimgesucht. Richte uns wieder auf in deiner Barmherzigkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichtes, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken des Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf. Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. So spricht der Herr, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig,
strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich in dem Teich Shiloach. Das heißt übersetzt, der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte, wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, du hast ihn bereits gesehen. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben wurde, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten des Vaters, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Jesus Christus, dem Licht der Welt, wollen wir beten. Wir beten für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten, dass sie gute Begleiter auf ihrem Glaubensweg finden und in der Gemeinschaft der Kirche Geborgenheit erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle unsere Kinder und Jugendlichen, die sich auf die Erstkommunion und auf die Firmung vorbereiten, dass sie die Feier der Eucharistie als Quelle ihres Lebens erkennen und begeistert zu ihrem Glauben stehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich in diesen 40 Tagen durch Einkehr und Umkehr auf Ostern vorbereiten, dass sie neue Kraft schöpfen für ihr geistliches Leben und deinen Segen erfahren. Wir bitten dich,
erhöre uns. Hilf uns, Anteil zu nehmen am Leid der Familien, die Angehörige durch den Coronavirus verloren haben. Sei bei den Kranken, die auf Genesung hoffen können. Trage die Sterbenden in dein Reich des Friedens, wo Schmerz und Leiden für alle Zeit vorüber sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und inspiriere die Expertinnen und Experten, die versuchen, Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln. Segne ihre Arbeit. Hilf, dass Aufklärung und Information weiter dazu beitragen, dass niemand stigmatisiert und ausgegrenzt wird, der aus betroffenen Ländern stammt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle unsere Verstorbenen, dass sie im Licht des ewigen Lebens die Erfüllung ihrer Sehnsucht erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Einen Moment in Stille beten wir um unseren persönlichen Anliegen. Guter Gott, bei dir ist Leben und Freude in Fülle. Dich preisen wir heute und in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit demütigen Herzen und mit demütigen Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Herr, wasch mein Schuld. Lasset uns beten. Herr, nimm unsere Gebete und Gaben an. Wir leiden an den Folgen unserer Sünden. Erlöse uns in deinem Erbarmen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist das würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch deine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, er aber macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott,
Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllst in Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gregor Maria und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde,
damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes bringe mir nicht Gericht und Verdammnis, sondern Segen und Heil. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stürmt. Ich werde euch Ruhe verschaffen, so spricht der Herr. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, sieh auf unsere Bedrängnis und unsere Not. Um des Leidens Christi willen wende die Geißel deines Zornes ab, die wir für unsere Sünden verdienen,
und zeige uns vom Neuen deine Huld. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche euch alles Gute, Gesundheit und gottesreichen Segen. Jeden Tag um 20 Uhr wird unsere Glocken in die Kirche geleitet für 5 Minuten. Und in dieser Zeit können Sie ein bisschen Ruhe finden und mit Gott verbunden sein. Auch am Sonntag um 10 Uhr wird die Glocken für 5 Minuten geleitet. Da auch erinnern wir unsere Gemeinschaft in die Kirche und dann treffen wir in unserem Familienkreis für ein kleines Gebet. Beten wir auch für alle unsere Mitbrüder, die Schwestern und Brüder, die mit dem Coronavirus getroffen sind, für Gesundheit und auch für uns alle, dass wir in die schützende Hand Gottes immer bleiben wollen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.